Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Wie sind Sie zu Ihrem Handwerk gekommen? Ja, natürlich muss man da ganz weit zurückschauen. Ich bin ja mittlerweile schon über 70 Jahre. Und dazu gekommen bin ich, weil ich als Kind bei meinem Vater hier in der Werkstatt schon mitgeholfen habe. Also das heißt, mein Tata ist 1911 geboren und hat vor über 70 Jahren diesen kleinen Handwerksbetrieb gegründet. Warum hat er sich für so etwas entschieden? Man muss sich jetzt natürlich sehr die Schraube zurückdrehen in der Zeit, wo man 1948, 50, wo die Wirtschaft, wo alles nach dem Krieg ja noch ziemlich am Boden war und er dann die Idee hatte, er war ja ein Knecht, ein Holzer, der beim Holz gearbeitet hat, bei den Bauern hat er gemäht und so. Und er kam dann in dieser Zeit auf die Idee, leider hat man es versäumt, also ich persönlich, mit ihm zu sprechen, wie er auf die Idee gekommen ist, so etwas auf die Beine zu stellen. Er war ja nicht hier in der kleinen Werkstatt, er war ja auf Miete in Wohnungen und hat dann eben, weil auch ein Vertreter im Passaiertal war, ein gewisser Vedovelli, der eben verschiedene Sachen verkauft hat. Unter anderem auch diese Maschinen als Maschinenpark. Und da war dann halt auch die nähere Beziehung jetzt und dass schon jemand war, wo ich das kaufen kann. Wenn ich es erst schauen musste, da gab es ja kein Internet, wo man nachschauen kann, wo kann ich eine Maschine mir anschaffen, die Wolle verarbeitet. Also gab es diesen Vertreter, der dann meinem Vater diese Maschinen dann eben angeboten hat und er hat sie dann eben gekauft. Die Maschinen kommen aus Biella, wurden damals eben in Biella in diesem Industriegebiet, wo es eben auch andere Maschinen hergestellt wurden, hat er die da gekauft und dann eben diese Wollproduktion, muss man sagen, eben von sich aus fast erlernt. Es war schon ein Mann, hat er mir erzählt, der dann vielleicht 14 Tage hier war und hat dann ihm das gezeigt, wie das geht mit den Maschinen, mit den Walzen und so weiter, die wichtigsten Sachen und dann alles andere hat er sich dann selber beigebracht. Er wird auch noch, damals gab es ja in Südtirol einige so kleine Betriebe, also nicht nur hier im Passaiertal, es gab in Kortsch, im Finchgau, dann im Ultental, dann logisch im Saartal auch, dann in Füllnöss gab es so kleinere, wie soll man sagen, Firmen, die eben Wolle verarbeitet haben. Der Grund auch, man kann sich das ja vorstellen, früher mit dem Spinnrad in der Stube hat die Zeit nicht gezählt und alles und die Frauen haben halt dann gesponnen und haben halt dann ein Knäuel im ganzen Tag, vielleicht 1, 2 Knäuel Wolle gesponnen. Und das war halt, mühsam und langsam. Aber wie gesagt, die Zeit hat damals nicht gezählt. Und man hat natürlich, es gab wenige Geschäfte, logisch. Es gab auch wenig Geld. Und dann hat man halt die Ware oder die Haustiere nicht genutzt, nicht? Und so halt das Schaf für die Wolle, um dann zu spinnen, zu stricken, zu weben, für Kleidung und so weiter. So hat man halt früher gearbeitet. Bis dann allmählich dann ein bisschen der Wohlstand so langsam kam. Die Leute hatten dann ein bisschen Geld und dann ging das in der Stube spinnen, das war zu viel zeitaufwendig, da habe ich lieber im Hof draußen irgendwo gearbeitet, was mir mehr bringt. Und da schaltet sich eben dann mein Vater ein mit seiner
Spinnerei, mit seiner Wollverarbeitung, weil damals ganz viele Bauern oder die Schafe hatten, die Wolle zu uns gebracht haben. In Lohnarbeit hat der Vater dann die Wolle entweder nur gekämmt zum selber Spinnen, dass das schneller geht, oder er hat dann auch die Wolle gesponnen. Da kam dann die Wichtigkeit auf und auch das Revolutionäre, wie man dann bei der kleinen Spinnmaschine sieht, wo jetzt hier 19 Fäden zugleich von der Maschine aus. Das war natürlich für die damalige Zeit schon super. Und in dieser Zeit, so dann 60 oder über 1963, haben wir Kinder eben dem Vater dann schon geholfen, auch bei der Arbeit. Er hatte dann zwei Kämmmaschinen sich angeschafft, wo er dann für die Kunden, die nur ein Vlies wollten, das war separat, dieser Arbeitsschritt. Und mit der anderen Kämmmaschine hat er das Vlies vorbereitet für die Spinnmaschine. Und so waren wir Kinder eine Hilfe. Waren meine zwei Brüder auch, die dann auch ein bisschen geholfen haben. Wir haben dann auch ein bisschen ein kleines Taschengeld bekommen für das Mithelfen. Und natürlich auch dann in der Jugend drauf, natürlich nach der Schule, war es dann nicht immer schön, in der Werkstatt zu helfen, wenn die anderen draußen Fußball gespielt haben. Aber es kam einfach so, man ist so mit hineingewachsen in diesen Beruf und kam eigentlich nie der Zweifel auf, dass ich etwas anderes erlernen möchte. Ich habe dann zwar die Handelsschule gemacht und dass man halt vom Büro und von den ganzen Sachen ein bisschen Bescheid weiß, nicht nur von der Wolle. Und ja, so hat sich das eben weiterentwickelt, bis man halt dann älter geworden ist und nach dem Militär war dann halt die Entscheidung, was machen wir jetzt? Hat der Vater uns dann gefragt, mich und meinen Bruder, wollt ihr hier das weitermachen? Und logisch, für mich war es sowieso schon fix, dass ich das weitermache. Und dann habe ich halt den Bruder gefragt, ich brauche auch den Stricker, also nur Wolle verarbeiten und nicht stricken. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir den Betrieb eben dann weiterführen. Und man ist halt dann auch auf den Markt gegangen später, weil wir hatten ja selber hier noch kein Geschäft. Wir haben die Ware von der Werkstatt aus verkauft und dann ist mein Vater hatte schon eine Marktlizenz, also eine Genehmigung in anderen Orten, Dörfern, seine Ware anzubieten. Und da ist man halt dann als Kind auch schon ein bisschen mitgefahren und nur so am Rande eine Anekdote, er hatte ja nicht ein Auto mit Heizung, sondern damals noch ein Dreirad und das erste Dreirad, kann ich mich erinnern, hatte nicht mal Türen, sondern nur so Planen, schwere Planen als wie Vorhang, das zuzutun. Und er hat sich dann noch eine Decke auf die Knie gelegt und ist mit dem Dreirad über den Gampenpass nach Fondo auf den Markt oder im Jaufenpass nach Sterzing und so weiter. Also er hat schon was erlebt. Da geht es heute auf den Markt schon ein bisschen angenehmer zu. Manche Leute können nur raussteigen, drücken den Knopf und es öffnet sich das Dach, wo man dann ausstellt und so weiter. Dann ist eben das auch noch zu erwähnen, dass wir am Anfang, wie ich schon erzählt habe, wo wir als Kinder mitgeholfen haben, wenn er auf Märkte gefahren ist, dann hat er von dort kamen bei ihm, das hat sich herumgesprochen, kamen die Leute mit der Wolle, mit der gewaschenen Wolle. Er hat sie mitgenommen, in sein Ape hineingesteckt und dann waren die Säcke hier. Und die mussten dann verarbeitet werden bis zum nächsten Markt. Da hat er wieder die fertige Wolle dann wieder dahin gebracht. So hat sich das, war so die Anfangszeit hier in diesem Beruf oder so. Mal natürlich heute
sind die kleinen Maschinen hier, wir arbeiten ja natürlich durch viele Stunden Arbeiten, hat man das dann wieder ein bisschen aufgeholt, dass man sonst nicht so viel also verdienen konnte. Nicht? Aber die Maschinen heute laufen noch und haben einfach noch einen Wert, weil sie, wenn sie jetzt auch klein sind, wenn man heute in einer größeren Spinnerei geht, gibt es auch noch einzelne Betriebe. Da hat ein Mensch, arbeitet da vielleicht das Zehnfache von mir. So rationell sind die Maschinen heute. Also der Arbeitsvorgang, die Arbeitsweise ist dieselbe, außer die Spinnmaschine, das ist ein separates Kapitel. Aber die Wolle zum Vlies verarbeiten, ob die Maschine groß ist, ob die 50 Meter lang ist und 2 Meter breit, die Arbeitsweise, wie die Wolle verarbeitet wird, ist heute genauso. Was wir hier immer noch den Vorteil haben, dass wir auch auf kleinen Bestellungen eingehen können. Eine große Spinnerei wird einem Kunde nicht 5 Kilo Wolle kämmen. Die brauchen dann schon 50 Kilo oder noch mehr. Und wir können ab 1 Kilo Wolle kann ich Ihnen das Vlies machen, wie Sie es wünschen, auch wenn Sie mir die Wolle bringen, was zurzeit oder leider zurückgegangen ist. Die Wolle wird nicht mehr so geschätzt in den Höfen oder nicht mehr so wie früher, gell? Wo sie noch die Wolle gebraucht haben und gebracht haben zum Kämmen. Das hat zur Gänze fast aufgehört. Ich habe eine Kundschaft jetzt noch im Ultental, da drüben steht der Sack, die kommt jedes Jahr am Freitagmarkt im Meran, bringt mir diesen Sack Wolle und da muss ich eine Wolle draus spinnen. Aber das sind jetzt halt seltene Geschichten. Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Handwerk? Ja, dass man aus fast nichts, also aus einer schmutzigen Wolle, etwa ein schönes Vlies herstellen kann, dass ich auch Leute sehe und die das schätzen, die kommen, das ist gut, das hast du gut gemacht, oder generell auch die Kunden, die dann sich das auch heute noch herumsprechen, die Wolle, wie sie bei mir verarbeitet wird, ist eine super Wolle zum wieder weiterverarbeiten. Und natürlich, in den 50 Jahren oder über 50 Jahren, die man hier steht, man hat es schön, man hat es warm. Und es macht Spaß, es ist dann immer wieder etwas los, irgendwo ist dann wieder, wo es quietscht oder kracht und da muss man wieder nachschauen und das reparieren und schauen, wo ist der Fehler und so, ja, das ist die Faszination an der Wolle. Jetzt das Thema Wolle wäre dann noch ein anderes Thema zu besprechen, weil wir arbeiten ja ausschließlich mit Bergschafwolle, die natürlich im Verhältnis zu anderen Schafen, also zu einem Merino-Schaf oder andere Rassen, die dann viel die feinere Wolle haben. Das ist dann eben ein anderes Problem. Aber wir verarbeiten grundsätzlich nur Bergschaf. Welche Rolle spielt die moderne Technologie in Ihrer Arbeit? Ja, das haben wir natürlich sehr, sehr gemerkt, auch nicht nur in der Technologie, auch in der Faser selber. Es hat ja dann die Zeiten gegeben, am Anfang, wie ich erzählt habe, wo die Wolle noch so einen Wert hatte und geschätzt wurde und auch kann ich mich noch erinnern, wie viele Leute bei uns dann eingekauft haben. Aber dann kam eben die Zeit der Kunstfaser und eben mit Technologie andere Fasern herstellen, erfinden, die ähnlich sind fast wie Wolle. Und diese Technologie, die hat uns dann schon zu schaffen gemacht, bis man dann halt wieder sich aufgerafft hat und auch jetzt mit der Tochter immer mit derselben Wolle, aber eben schönere
ja, wie soll man sagen, Sachen, die auch jungen Leuten gefallen. Das war früher ja nicht so. Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen, wie wichtig ist der persönliche Kontakt zu Ihren Kunden? Ja, der ist ja bei mir dann oder bei uns einzigartig fast, nicht? Weil ich kenne den Schäfer, der mir die Rohwolle bringt oder wo ich hinfahre, die Wolle holen, wo man Jahrzehnte, wo jetzt schon auch die Kinder, damals die Eltern noch mit meinem Vater Wolle gehandelt haben und jetzt sind es die Kinder und wieder die Kinder, die uns die Wolle bringen und dann halt, ja, dass wir diese Wolle dann in den Zyklus unserer Produktion eben Wolle herkriegen. Dann, wie wir es verarbeiten, werden wir noch sehen oder haben wir schon ein bisschen gesprochen. Und nachher eben der Kontakt zu den Kunden, der entsteht ja dann auf dem Markt. Weil früher hatten wir nicht einmal ein Geschäft und dann haben wir da die Kontakte geknüpft, um mit denen ins Geschäft zu kommen. Und die haben uns dann am Markt bestellt und halt was abgekauft. Nicht? Und so entstand da schon was ja, wie soll man sagen, etwas Tiefes, auch weil man immer wieder noch Kundschaften sieht und die kommen und tragen unsere Jacke oder haben gesagt, ja, das und das haben wir bei euch schon vor so langer Zeit oder unsere Eltern haben bei euch schon eingekauft und so weiter. Also da steht schon und immer noch, generell auch heute noch, auch im Geschäft, wo wir jetzt eben unsere Ware verkaufen, zählt auch die Kommunikation und zum Kunden ein Gespräch und nicht nur, ich will was verkaufen. Also man muss ja dann auch beraten und da entsteht schon etwas Persönliches. Also ein persönlicher Kontakt Genau. direkt Ja, mit den Kunden. ja. Was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Beruf? Ja, ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen, nicht? Das mit der Veränderung der Faser, der Mode, das hängt ja auch alles zusammen. Nicht? Und wollemäßig haben wir ja eigentlich kein Problem. Also es gibt genug Schafe in der Gegend, in der Umgebung. Wir haben keine große Anlieferkilometer, also die Bauern kommen von Hinterpasseier bis ins Finchgau, in Tschöckelberg und so weiter. Also generell der Großteil. Nicht? Was die Herausforderung, die ich auch schon angesprochen habe, ist einfach die Faser selber, dass einfach das Bergschaf einfach ein bisschen eine raue Faser ist, ein Haar, kann man sagen, das nicht so ist wie ein Merino, das sich fast anfühlt wie Watte. Und das ist halt dann in der weiteren Produktion zur Jacke, zu einem Pullover eben dann ausschlaggebend. Nicht? Wenn man eine feinere Faser hätte, dann würde man auch feinere, dünnere Pullover stricken können. Und hätte da dann wieder eine Nische, wo man auch wieder Wolle wieder weiterbringt, wieder verkaufen kann. Aber man ist schon dabei, jetzt so kleine Sachen in die Wege zu leiten oder zu probieren, dass man das auch ein bisschen entwickelt, dass man auch nicht nur eine schwere oder eine stabile Sahnerjacke herstellt, sondern auch etwas leichter, etwas fein. Das ist schon eine große Herausforderung. Und halt dann die Maschinen. Also die alten Maschinen, sie laufen ja noch nicht und es klappert und rattert. Aber natürlich, da ist sind schon einige Sachen, die in Zukunft da anfallen. Es gibt auch noch heute Maschinenbauer, die so Maschinen nur nachbauen würden. Oder wenn ihr einen größeren Schaden hätte, würden sie das auch wieder fertig kriegen. Das ist der Betrieb ist in der Nähe von Vicenza, der eben auch große Betriebe dann herstellt. Also das ist einmal die Herausforderung,
in meinem Beruf oder wie es halt bis jetzt alle gegangen ist. So. Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Handwerks und was möchten Sie der nächsten Generation weitergeben? Ja, es hat sich ja schon vieles bei uns getan. Und zwar durch dem, dass eben die Franziska, eben unsere Tochter, den Betrieb schon übernommen hat und mit ihren Schwestern, die sind ja nur 2, die ja zum Teil mitarbeiten. Und da werden sie schauen, oder sie sind ja dabei, dass der Betrieb weiter besteht und läuft. Natürlich muss man ja auch schauen, dass es läuft, dass man auch was verdient, nicht, dass man nicht nur Freude daran hat. Wie gesagt, es wäre einmal eine Zeit gewesen, vor einigen Jahren, wo meine Frau und ich schon daran gedacht haben, wie werden wir den Betrieb schließen, wie machen wir das, nicht? Wie sperren wir zu. Und dann kam eben, Gott sei Dank, die Franziska hatte dann die Eingebung, weil sie schon früher auch mit dem Betrieb, ist auch früher auf den Markt gegangen und hat Interesse gehabt und hat sie noch die Eingebung gehabt und das dann übernommen hat. Und logisch hilft man jetzt noch, dass es weitergeht. Vielen Dank. Danke.